Hallo liebe Freunde und willkommen bei Robflexion. Ja, es ist das Jahresende 2025 und da ist es schon mal an der Zeit, darüber zu reflexionieren, wie das eigentlich alles gelaufen ist im vergangenen Jahr und was jetzt auf uns zukommen wird, was auf mich zukommen wird, was auf euch zukommen wird. Es ist auch hier auf Mallorca arschkalt, wie ihr sehen könnt. Die Luft bildet sogar kleine Schäfchenwolken, wenn man sie ausatmet. Es ist arschkalt und es hat auch gerade jetzt mal aufgehört zu regnen. Und ich hoffe, dass es jetzt die nächsten paar Minuten noch so bleibt für diesen kleinen Jahresrückblick und für meine Reflexionen. Ich hatte viel Zeit, darüber nachzudenken. Die letzten Tage war es sehr still. Ich war auch krank mit Fieber, lag ich im Bett sogar. Das passiert mir sehr selten. Und ja, dann überlegt man eben mal so, was man so gemacht hat. Und da habe ich einfach mal so ein bisschen in meinem Kalender geguckt, was ist denn eigentlich so passiert und so. Und habe hier so ein paar Zahlen vorbereitet. Also ich habe 45 Videos veröffentlicht. 12 davon war das dritte Jahrtausend. 9 Mal Erstkontakt. Der Rest viele Interviews, komme ich gleich dazu. Ich habe 15 Vorträge gehalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz und in San Marino. Ich habe auch 13 Interviews gegeben, viele übers Internet, aber unter anderem auch in Dubai, wo mich Hoss und Hopf eingeflogen haben, die übrigens jetzt gerade, Philipp Hopf hat auf seinem Kanal HKCM ein super Interview mit dem Navy-Piloten Ryan Graves gemacht. Guckt euch das unbedingt an. Das finde ich super, dass Philipp Hopf da jetzt also auch solche hochkarätigen Leute interviewt. Ja, und für diese ganzen Sachen musste ich also 40 Mal ins Flugzeug steigen dieses Jahr. Also das ist etwas mehr als 3 Mal im Monat. Und die meisten Flüge waren, aber es ist nicht übers Jahr verteilt, sondern die meisten Flüge waren dann echt im Frühjahr und im September, Oktober und November. Also vor allem eben diese Spätherbst, Anfang Winterzeit. Ja, sagen wir mal Spätherbst, das ist so die Herbstzeit. Das ist da, wo ich echt teilweise jedes Wochenende unterwegs war. Und das ist auch oftmals so. Ich habe wichtige Interviews gemacht, unter anderem mit Forschern wie Jana Rogge, die große Expertin in Remote Viewing, die Deutschlands größte Expertin für Remote Viewing und die auch Chefin des Remote Viewing Berufsverbandes sozusagen der alten Geheimdienstler ist. Und habe natürlich von denen auch einige interviewt, nämlich Thomas McNear, der beste Schüler war von Ingo Swann, der damals bei Stargate dieses Spionageprogramm des US-Geheimdienstes inspiriert hat und die ganze Methode erfunden hat. Paul Smith, auch von Projekt Stargate, habe ich neulich interviewt auf Deutsch. Das habe ich noch nicht veröffentlicht, das kommt demnächst noch. Wo wir gerade bei Geheimdienstlern sind, Sarah Gam von der UAP Task Force, wie die UFOs aussehen, Jeffrey Nuccitelli, ein Militärpolizist, der auf der Vandenberg Air Force Base UFOs gesehen hat und darüber berichtet hat und dann versucht wurde zum Schweigen zu bringen. Ich habe Jake Barber interviewt, den Helikopterpiloten, der in diesem Legacy-Programm eigenen Aussagen zufolge den Job hatte, die geborgenen UFOs mit einer Kette an seinem Helikopter befestigt zum Labor zu bringen, wo sie dann untersucht werden. Ich habe Richard Dolan interviewt über die USOs, die unidentifizierten unterseeischen Objekte. Tom Campbell mit seiner My Big Theory of Everything und wir haben direkt auch über UFOs geredet. Auch das kommt noch auf euch zu, auf Exo Magazin TV, das habe ich noch nicht veröffentlicht. Ramon Zürcher, die linke und rechte Hand von Erich von Däniken über die sensationellen Forschungen, die er selbst macht. Ich habe aber vor allem natürlich Wissenschaftler interviewt, Professor Nestor Berlanda aus Argentinien, der eine sehr interessante Theorie hat über Realität, Bewusstsein und woher die UFOs kommen. Die Astronomin Dr. Beatrice Villarroel aus Schweden, die jetzt auch neulich gerade wieder 2 Fachpapers veröffentlicht hat über diese seltsamen Objekte, die auf Fotoplatten aus den 1950er Jahren zu sehen sind, also aus der Zeit, bevor der erste menschliche Satellit gestartet ist. Das heißt, die Frage ist, was ist das? Was sind das für komische Objekte?
Dr. Klaus Metzner von der Universität Erlangen. Wir haben ein sehr, sehr interessantes Gespräch geführt über was ist Realität. Und er ist eben auch jemand, der eigene Erfahrungen gemacht hat, die einem da einen gewissen Überblick erlauben, sage ich mal. Professor Brennan Wheeler von der US Naval Academy, der über Jahrtausende lange Kontakte von nichtmenschlicher Intelligenz mit der Menschheit spricht. Also auch sehr interessantes Gespräch. Dr. Jacques Vallée natürlich über sein letztes Buch. Das ist jetzt, glaube ich, schon das 3. Interview mit ihm gewesen. Und ich freue mich sehr, dass ich so einen Draht zu Jacques habe. Dr. Ia Whiteley, eine Weltraumpsychologin, die Astronauten hilft, mit ihren komischen Erfahrungen im Weltall umzugehen. Neulich habe ich übrigens auch den Flugarzt Dr. Gregory Rogers interviewt. Ich glaube, das kommt auch erst noch, der auch mit solchen Astronauten geredet hat und die haben da ganz komische Sachen im Weltall gesehen. Also das kommt demnächst noch auf euch zu. Ja, und ich habe auch, wenn ich jetzt mal überlege, was sind so die Meilensteine, was so 2025 so für mich passiert ist. Also ich würde sagen, Meilenstein war sicherlich, dass wir Ende Juni 2025 eine völlig neue Webseite bekommen haben für Exomagazin TV. Exomagazin TV Webseite vorher, die gab es ja schon seit 2014 und da wurden einfach neue Dinge nötig, die man da machen musste, wegen technischen Sachen, aber auch einfach, weil die Seite nicht mehr technisch up-to-date war und dafür haben wir jetzt eine super moderne Webseite, mit der uns ein Freund sehr geholfen hat, weil für das Geld, was sowas kostet, auf dem normalen freien Markt hätte ich mir das überhaupt nicht leisten können. Also es ist aber jetzt wirklich eine topmoderne Website, die läuft auch auf allen modernen Smart TVs und auf iPad und sonst wo. Und ich bin sehr, sehr froh. Also auch vielen Dank an der Stelle nochmal an Matthias und Katja für eure riesengroße Unterstützung für diese Webseite. Das war einfach ein Geschenk des Himmels. Ja, dann weiterer Meilenstein würde ich sagen, dass das Sol-Symposium, dieser Think Tank aus Amerika, jetzt das letzte Symposium, Sol Foundation, hat das letzte Symposium in Italien gemacht und ich wurde gebeten, denen da so ein bisschen zu helfen, auch bei der Pressearbeit in Europa. Das habe ich auch gerne gemacht und hatte dann auch im Zuge dessen natürlich Kontakt zu vielen interessanten Leuten da. Das war also für mich auch ein großer Meilenstein zu sehen, dass die vielen Forscher, die ich bis jetzt nur von meinen Reisen in die verschiedenen Länder da kannte, dass die jetzt zum ersten Mal zusammentreffen und sich dort also gemeinsam unterhalten. Das war wirklich toll. Und ich finde auch ein wirklich großes, tolles Ding war natürlich das Interview, das ich mit Fabio De Masi dort in Italien gemacht habe. Fabio De Masi ist ein Europaparlamentarier von der Partei, jetzt heißt sie Bündnis Sarah Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit und ist inzwischen auch Parteivorsitzender. Und er hat, so wie es aussieht, also kennt mein Buch und hat also auch angefangen, Fragen bei der EU-Kommission zu stellen über UAP und sich stark gemacht, dass das Thema also auch politisch jetzt mal behandelt wird, weil er sagt, man darf das Thema nicht nur den Geheimdiensten überlassen. Und da stimme ich ihm völlig zu. Das sehe ich also absolut genauso. Jetzt kommen hier gerade viele Leute, mal sehen, ob ich es schaffe, einfach weiterzureden auf Deutsch. Ist ein bisschen komisch, wenn die Spanier vorbeilaufen und jemanden reden hören. Ja, und also das ist eine tolle Sache, muss ich sagen, dass man sieht, dass man mit wertvollen Informationen auch wirklich Leute gewinnen kann, die... No estás... No, estoy grabando a mí mismo. No pasa nada. Also dass man wirklich, wenn man Informationen hat, die man gut belegen kann, wenn man das stichhaltig darlegt, und ich denke, dass ich das in meinem Buch gemacht habe, auf 500 Seiten mit 900 Fußnoten, und die Amazon-Kommentare sprechen ja auch für sich. Das war für mich wirklich gut zu sehen, dass es also wirklich möglich ist, wenn man gute Informationen hat, dass man dann auch wirklich an oberster Stelle Leute dafür interessieren kann. Und das Thema UFOs, dazu kommen wir noch, das wird sicherlich noch mehr an Bedeutung zunehmen. Und ich finde, was auch noch Meilensteine waren für mich jetzt persönlich 2025, das war, dass ich die Chance hatte, an der Landesverteidigungsakademie in Österreich einen Vortrag zu halten über UAP. Das
habe ich meinem Freund Mario Rank zu verdanken, der mir da den Zutritt gestattet hat sozusagen oder gefragt hat für mich, ob ich daran teilnehmen darf. Und dann hat sich das eben so ergeben. Ich habe die Geschichte jetzt schon ein paar Mal erzählt, aber es zeigt eben wirklich, das ist deswegen für mich ein Meilenstein, weil es eben zeigt, dass eben auch die Militärs natürlich auch in Europa, auch in Österreich natürlich ein Interesse haben an der Thematik. Denn in Deutschland wird ja immer so getan, als gäbe es das Thema gar nicht und das wäre überhaupt nicht, würde sich keiner drum kümmern. Aber ich wette mit euch, dass das was mit den NATO-Strukturen zu tun hat und dass es eben innerhalb der NATO auf eine bestimmte Art und Weise läuft. Und deswegen finde ich es sehr gut, dass Österreich hier ganz klar gesagt hat, wir lassen hier einfach mal den offenen Diskurs über ein Thema zu, das halt kontrovers ist. Aber hey, das ist es ja, was uns als offene Gesellschaft auch ausmacht. Ja, wir brauchen ja den offenen Diskurs und auch die Diskussion mit Andersdenkenden, weil sonst sind wir ja keine freiheitliche Demokratie mehr, sondern eine totalitäre Diktatur. Und da haben die natürlich recht. Also deswegen war das für mich eben ein echter Meilenstein. Und ich finde auch, dass es deshalb ein Meilenstein war, weil es mir da gelungen ist, wirklich mal aus der eigenen Bubble auszubrechen. Ja, also natürlich, der YouTube-Kanal hat 140.000 Abonnenten. Viele finden das toll, was wir da berichten und so. Aber außerhalb der Bubble interessiert das niemanden und es kennt auch niemand die Informationen. Und deswegen ist es eben so wichtig, aus der Bubble auszubrechen und von denen wahrgenommen zu werden, wo es drauf ankommt. Eben Politiker, Militärs oder auch die Leser der Welt. Die Welt hat einen großen Artikel gebracht über die Frage, warum die UAP unser Verständnis von Realität in Frage stellen. Und haben mich dazu gefragt nach meiner Meinung. Also der Autor Dennis Sand hat festgestellt, es gibt da also eine große Verschiebung in der UFO-Forschung in den letzten Jahren. Und die liegt daran, dass jetzt inzwischen nicht mehr nur die außerirdische Hypothese diskutiert wird, sondern dass jetzt eben ganz andere Sachen, ganz andere Theorien diskutiert werden, woher das Phänomen kommen könnte. Also wir sind jetzt in Amerika auf jeden Fall, aber auch, ich würde sagen, bei informierten Stellen in Europa, das hat das Sol-Symposium gezeigt mit den vielen Wissenschaftlern, wir sind also über den Punkt hinaus, wo wir darüber reden, ob das Phänomen real ist oder nicht. Und jetzt kommt eben die Frage als nächstes, ja, woher kommt's denn? Und da stellt sich raus, es gibt also ganz viele Hypothesen, die neben der außerirdischen Hypothese existieren, nämlich, dass sie aus dem Weltraum kommen müssen, von anderen Planeten oder sowas. Und diese Hypothesen machen eben auch Sinn in gewisser Weise. Und jetzt fangen Wissenschaftler an verschiedenen Universitäten sich mit diesem Thema zu beschäftigen und sich zu fragen, könnte es vielleicht sein, dass sie vielleicht mit uns auf der Erde leben zum Beispiel, die ultraterrestrische Hypothese. Ich meine, leben sie vielleicht auf dem Meeresgrund? Klingt jetzt absurd, aber wir wissen eigentlich gar nichts über die Weltmeere. Ja? Der größte Teil ist unerforscht. Wir wissen mehr über die Mondoberfläche als über den Grund unseres Meeres und über das Volumen im Meer. Ja? Also das sind ja mehrere Dutzende Kilometer teilweise tief. Oder sind sie vielleicht oder ist es vielleicht was ganz anderes, Abgefahrenes, was Multidimensionales, ist ja meine Lieblingshypothese. Das wird auch ernsthaft diskutiert von verschiedenen Forschern. Und das war eben einfach der Sinn dieses Artikels, das mal zusammenzufassen, zu sagen, hey, das sind jetzt nicht nur Knallköpfe, die sich damit beschäftigen, sondern inzwischen sagt der US-Außenminister in der Doku, ja, das ist echt und wir müssen das Rennen um die außerirdische Technologie gewinnen quasi. Das ist so der Tenor dieser ganzen Dokumentation Zeitalter der Enthüllungen, die da jetzt rausgekommen ist, wo also 34 wirklich hochrangige Leute dort auftreten, unter anderem hier der Direktor von National Intelligence und so weiter, also lauter hochrangige Leute. So, und ja gut, und in dem Artikel war ich also auch mit drin vertreten. Da bin ich also ein zweites Mal in diesem Jahr aus meiner eigenen Bubble ausgebrochen. Und wenn man aus seiner eigenen Bubble ausbricht, dann bricht sozusagen die Realität in ganzer Härte über einen hinein, ja. Also die Kommentare, die man unter diesem Artikel gesehen hat,
aber auch teilweise unter dem Artikel, unter dem Video, was Milena Preradovic jetzt aufgenommen hat mit mir. Das machen wir ja jedes Jahr, das traditionelle UFO-Weihnachtsinterview sozusagen, was sich getan hat. Da zeigt sich eben schon, dass außerhalb der Bubble von den Exo-Magazin-Zuschauern, die mir folgen auf YouTube, das Bild über UFOs halt nach wie vor sehr uninformiert ist und ich denke, das kommt viel mehr an die Realität des Zeitgeistes heran, als das, was wir unter den Videos auf dem Exo Magazin TV-Kanal sehen oder auf der Website Exo Magazin TV. Das ist eben die breite Masse. Das sind sozusagen außerblasische Kommentare, ja, weil sie außerhalb der Bubble sind. Also und die zeigen, und das war jetzt, da wollte ich euch jetzt noch mit euch darüber noch erzählen davon. Das zeigt, dass es wirklich noch ein weiter Weg ist, bis das Phänomen von der Öffentlichkeit breit anerkannt wird. Ja, also ich habe insgesamt 1218 Kommentare unter dem Weltartikel gezählt. Und ich habe da mehrere Kategorien ausgemacht. Ich würde sagen, dass knapp 60% dieser ganzen Kommentare eher ablehnend sind, meistens spöttisch. Der Rest ist neutral und es gibt auch welche, die offen sind gegenüber dem Thema. Und hier mal so ein paar Kommentare, die spöttisch sind, also typische Kommentare, ja, also so. Ja, gäbe es tatsächlich außerirdische Zivilisationen, hätte unsere Bundesregierung schon längst damit begonnen, dorthin Geld zu überweisen, sagt ein Frank. Oder Reinhard meint, oha, wenn die spitz kriegen, dass es hier Bürgergeld gibt, können wir einpacken. Oder einige von denen sitzen verkleidet im Bundestag. Haha, ja. Aber nee, es ist nicht nur im Bundestag, sie sind auch in der EU. Sagt hier Vera, UFO-Sichtungen. Möglicherweise sind einige dieser Außerirdischen bereits in Brüssel gelandet. Da muss man sich auch nicht über die skurrilen Anordnungen der EU-Kommission wundern. Also, und jeder von denen findet das natürlich lustig, weil das Thema UFOs, UAP, das haben die bis jetzt in ihrem Kopf immer nur verknüpft mit lustig, haha, witzig und so. Und das sind meiner Meinung nach die Spätfolgen, aber das sind nicht die einzigen Spätfolgen, einer jahrzehntelangen Ignorierung der Tatsachen über dieses Thema und stiefmütterlichen Behandlung durch die großen Medien. Aber gut, machen wir weiter. Hier, es ist aber nicht, die Aliens sind nicht nur im Bundestag und in der EU-Kommission, sondern jetzt auch hier Axel schreibt, ist doch klar, Aluhutträger sind eine wichtige Wählergruppe in den USA und die brauchen Treibstoff, gerade jetzt, wo es für Donny nicht so gut läuft. Da greift man lieber nach jeder Nebelkerze, für die Midterms wird jede Stimme gebraucht. So, also in völliger Verkennung der Tatsache, dass das ja hier nicht von der US-Regierung kommt und von Donald Trump. Ich meine, wenn Donald Trump sich um die UFOs kümmern würde, dann wären wir wahrscheinlich schon einen viel größeren Schritt weiter. Ich meine, der US-Kongress hat jetzt schon zum wiederholten Male versucht, ein Enthüllungsgesetz unterzubringen im nächsten Verteidigungshaushaltsgesetz, wo sie den den militärisch-industriellen Komplex dazu zwingen wollen, dass sie ihre geborgene Alien-Technologie rausrücken und sich unter staatliche Aufsicht stellen lassen. Ist zum 3. Mal gescheitert. Der US-Kongress hat jetzt nicht mehr so viele Sachen, die er da machen kann. Anders wäre es natürlich mit Donald Trump. Der bräuchte bloß ein Dekret erlassen, sozusagen, ein Executive Order. Und dann wäre die Sache vom Tisch. Ja? Aber macht er nicht. Und es macht er natürlich nicht, weil es ist natürlich kompliziert, als Präsident zu sagen, hey, da gibt's was Schlaueres als mich, insbesondere für diesen Präsidenten. Ja, gut. So, das war die Kategorie der spöttischen. Dann gibt's noch eine Kategorie, das ist auch eine interessante Kategorie, das sind die Besserwisser. Die Besserwisser, die kommen dann mit solchen Kommentaren wie hier, UFO heißt lediglich unbekanntes Flugobjekt. Kann also sein, sogar der Stegner im russischen Flugzeug auf geheimer Friedensmission in Richtung St. Petersburg. Also UFO hieß noch nie unbekanntes Flugobjekt, sondern es hieß schon immer unidentifiziertes Flugobjekt. Und das bedeutet, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, es zu identifizieren und es nicht geschafft hat. Also er hat versucht, es zu identifizieren und hat es nicht geschafft. Und das bedeutet, dass wir da von Fällen geredet haben, die auf Radar gesehen wurden und messbare, also Radarspuren hinterlassen haben, die einfach nach unseren Naturgesetzen keinen Sinn machen.
Und deswegen waren sie unidentifiziert. Ja? So, es gibt natürlich auch viele andere unidentifizierte Sachen, wo die Zeugen glaubhaft sind, wo es viele gesehen haben und so, wo es keine Messergebnisse gibt. Aber es gibt eben jede Menge auch interessante Fälle, die sowohl auf Radar als auch von Augenzeugen gesehen worden sind. Und die sind eben unidentifiziert, weil wir nichts haben, was sowas reproduzieren kann. So, also, ne? Okay, aber bleibt nicht nur bei UFOs. Jetzt kommt der nächste. Commander S sagt, belehrt hier wieder. UAP bedeutet Unknown Aerial Phenomena. Das ist auch falsch geschrieben, ja. Und nicht Unknown Anormal Phenomena. So, und es heißt also weder noch, es heißt Unidentified Anomalous Phenomena laut dem US-Gesetzgeber. Diese Formulierung wurde übrigens im US-Gesetz eingefügt, als sie im Zuge der Gründung von dieser UFO-Forschungsstelle AARO, ja, da haben sie diesen Begriff zum ersten Mal eingeführt und haben ihn auch erklärt und haben gesagt, der betrifft nicht nur Luftbeobachtungen, also Unidentified Aerial Phenomena, wie es vorher hieß, und nicht Areal Phenomena, wie hier steht, sondern es betrifft auch Objekte, die unter Wasser gesichtet werden, die im Erdorbit gesehen werden und die dabei gesehen werden, wie sie vom Erdorbit in die Atmosphäre und ins Wasser tauchen und wieder auftauchen und so weiter, ohne dass sie dabei ihr Flugverhalten verändern müssen. Das heißt also, der Begriff Unidentified Anomalous Phenomena beinhaltet viel mehr als einfach nur irgendwas, was Lieschen Müller vom Balkon gesehen hat. Ja, so. Dann gibt es natürlich unter den Besserwissern auch die Bösartigeren, die sagen dann solche Sachen wie, ja, Herr Fleischer hat offensichtlich in Physik in der Schule geschlafen, sonst würde er die physikalischen Gesetze kennen, die sowas unmöglich machen. Und in solche Richtungen gehen viele dieser Kommentare. Also da sagt ein anderer hier zum Beispiel, ja, das erste Interview, das ist jetzt übrigens ein Kommentar von dem Milena Preradovic-Interview. Das erste Interview auf dem Kanal, was ich nach 19 Minuten nicht mehr ertragen konnte. Die Suche nach außerirdischer Intelligenz macht Sinn, weil der Vorrat an irdischer wohl ausgeht. Die höchste Geschwindigkeit in diesem Universum ist die Lichtgeschwindigkeit. 300.000 Kilometer pro Sekunde. Entfernungen misst man in Lichtjahren. Das Licht legt in einem Jahr 9,6 Billionen Kilometer zurück. Das Licht braucht allein 100.000 Lichtjahre, um unsere Milchstraße zu durchqueren und so weiter. Kommt er also mit der Lichtgeschwindigkeit, mit der Grenze, mit der Begrenzung des Lichtes als sozusagen die höchste Geschwindigkeit, die bei uns möglich sei. Und dann sagt er, es ist weder technisch möglich, ein Raumschiff auf Lichtgeschwindigkeit und das noch dauerhaft zu beschleunigen, noch kann dies ein menschlicher Körper oder ein anderes Wesen überleben. Selbst wenn diese Utopie gelänge, sind die Entfernungen im Universum nicht zu überwinden. Und in die Richtung gehen wirklich viele, viele solche Kommentare, auch bei der Welt. Hier zum Beispiel, wer sich einmal mit den Entfernungen zu vielleicht bewohnbaren anderen Planeten und der erreichbaren Maximalgeschwindigkeit bei interstellaren Reisen beschäftigt hat, weiß, wie unsinnig diese UFO-Fantastereien sind. Und das alles unter einem Artikel in der Welt, wo es ja gerade darum ging, dass die außerirdische Hypothese bei weitem nicht die einzige und auch nicht unbedingt die beste sein muss zur Erklärung dieses Phänomens. Also es geht ja gerade darum, dass natürlich gibt es jede Menge Widersprüche, wenn wir davon zwingend ausgehen, dass sie aus dem Weltall kommen müssen. Ja, wie könnt ihr dann die großen Distanzen zurücklegen? Wie können die es überhaupt schaffen, hierher zu kommen und so weiter und so fort. Und das spricht natürlich alles dafür, dass es unmöglich ist, ja. So, aber wer sagt denn, dass es Außerirdische sind? Das ist ja genau der Punkt. Also ich habe in den 18 plus Jahren, die ich das jetzt hier erforsche, keinen einzigen wirklich großen Hinweis darauf gefunden, dass es sich echt um Außerirdische von anderen Planeten handeln muss. Es gibt wohl mal eine Sternkarte, die dieser entführten Betty Hill vorgeführt worden ist. Und es gibt ein paar Aussagen von irgendwelchen Entführungsopfern, aber was von den Landespuren, von den Radarspuren und so weiter deutet jetzt wirklich konkret darauf hin, dass sie von irgendeinem Planeten von außerhalb unseres Sonnensystems stammen sollen? Nix. Das Einzige, was wir haben, ist, da bewegt sich was technisch Überlegenes auf zielgerichtete, intelligente Art und Weise auf unserem Planeten herum, und zwar so, dass wir es mitkriegen.
Und das ist das Einzige eigentlich, was wir sagen können. Es hinterlässt Spuren, es lässt sich messen, jede Menge Leute haben es mitbekommen, aber wir wissen nicht, woher das kommt. Das ist ja genau der Punkt von dem ganzen Artikel gewesen. Und das ist auch eine Sache, die mich eben wirklich, und das ist eine Sache, die mich auch wirklich halt nachdenklich macht über das Ausmaß der kognitiven Dissonanz außerhalb meiner eigenen Wohlfühlblase. Weil wenn es den Weltlesern nicht gelungen ist, obwohl der ganze Artikel davon handelt, dass es nicht Außerirdische sein müssen, das zu verstehen und dann trotzdem wieder auf die außerirdische Sache kommen, um das zu widerlegen, dann zeigt es, dass sie irgendwie nicht bereit sind, damit umzugehen oder dass sie das führt zu so einer Art kognitiven Dissonanz und dann wird eben einfach das ausgeblendet, was nicht ins eigene Weltbild passt und und dann macht man es sich eben irgendwie wieder passend. Und wie cool, dass es die außerirdische Hypothese gibt. Also wenn es sie nicht gegeben hätte, um das Phänomen zu verbergen und lächerlich zu machen, hätte man es erfinden müssen eigentlich. Ja? Weil so kann man das ganz leicht immer alles abtun. Sagen, ah ja, die Lichtgeschwindigkeit und so. Oder hier auch, das ist auch toll, Dieter schreibt, aufgrund der Spatial Temporal Separation, also der räumlich-zeitlichen Trennung, des Fermi-Paradoxon ist es extrem unwahrscheinlich, dass sich zwei Zivilisationen begegnen würden. Falls doch, wäre der technologische Unterschied wie Steinzeit zu KI-Zeitalter und wir hätten sowieso keine Chance. Wir hätten dann Glück, wenn sie uns ein paar Muscheln geben für die Erde. Das ist nicht ganz logisch, weil wenn sie KI sind und wir sind Steinzeit, müssten sie uns ein paar Chips geben, aber egal. Und Spatial Temporal Separation ist eigentlich eine Lösung des Fermi-Paradox, aber ist egal. Der Punkt ist ja, das Fermi-Paradox stammt von Enrico Fermi aus dem Jahr 1950. Das ist 75 Jahre her, als die sich gesagt haben, okay, also da müsste es ja eigentlich Leben da draußen geben, aber wo sind die denn alle? Das ist das Fermi-Paradox. Und das haben sie übrigens formuliert zu einer Zeit, als es gerade als wirklich extrem viel los war an den Himmeln über Amerika und über der Welt, ja, also die UFO-Sichtungswelle über Washington und so weiter, Anfang der 50er Jahre, das hat ja auch alles dazu geführt, dass die CIA sich überlegt hat, wie reden wir das Thema jetzt möglichst klein, dass die Leute sich nicht weiter darüber aufregen. Und jetzt kommt ja jemand mit dem Ausspruch von dem 75, also 75 Jahre ist das her, weißt du, das ist so, ich meine, wusste der Enrico Fermi, dass es mal KI geben wird oder so, ja, hätte der sich vorstellen können, ja, also das ist echt, das sind so Sachen, die du in der Schule gelernt hast, das sind Sachen, die du in der Schule gelernt hast, über die du offenbar nicht hinwegkommst. Also die Welt hat sich weitergedreht. Die Welt hat sich weitergedreht in den letzten 75 Jahren und gerade der Punkt ist ja, dass wir es mit dem jetzigen Wissen, was wir haben, wissenschaftlich einfach nicht verstehen, was wir da sehen. Dann gibt's bei den Kommentatoren auch viele, die, ich sag, das sind die, also kennt ja der mit dem Wolf tanzt, ja, das ist dann, die ihren Fernseher mit der Realität verwechseln. Das ist ein ganz häufiges Motiv, was sich durch diese Kommentare zieht. Und zwar sagt hier einer zum Beispiel, Heinrich sagt, was mich wundert ist, dass die Aliens offenbar seit Jahrzehnten das gleiche Untertassenmodell verwenden. Technischen Fortschritt scheint es bei denen nicht zu geben. So, wo kommt jetzt eigentlich diese Aussage her? Also, dass sie seit Jahrzehnten das gleiche Untertassenmodell verwenden. Also in den 50er Jahren war das Untertassenmodell mal berühmt und das Untertassenmodell, das war was dann sozusagen zu so einer Art Stereotyp geworden ist. Ja, also wenn du einem Kind sagst, mal ein UFO, dann malt das Kind eine Untertasse. Aber Fakt ist, dass unzählige viele Arten von Fluggeräten dokumentiert worden sind von Augenzeugen. Ich zeige das in meinen Vorträgen auch. Im britischen Nationalarchiv kannst du dir die unterschiedlichsten Formen angucken. Also es ist einfach unglaublich viele Formen und was Heinrich hier als Eindruck, das ist, also er hat im Fernsehen gesehen, UFO sieht so aus und das ist dann das, was er mit UFO verbindet und denkt dann, dass das so die Realität ist. Das Gleiche ist auch hier. Geronimo schreibt, warum tauchen UFOs immer in den USA auf? Nee, die UFOs tauchen überall auf. Ich habe in meinem Buch eine Übersicht von den 29 Ländern, wo das Militär
Akten dazu hat. Und es gibt in 9 Ländern auf der Welt UFO-Forschungsbehörden. Das ist also nicht einfach nur was Amerikanisches. Und das steht übrigens auch in dem Artikel, in dem Weltartikel so drin. Und trotzdem schreibt der Geronimo, warum tauchen die immer nur in den USA auf? Genau wie Chris, der sagt, Außerirdische müssen einen unglaublichen Drang danach haben, immer in die USA zu wollen, wo die meisten Sichtungen stattfinden. Das stimmt ja überhaupt nicht. Also das ist eben einfach, das ist eben, wie gesagt, diese Konditionierung im deutschsprachigen Bereich durch die deutsche Presselandschaft, dass wenn man was von UFOs hört, dann kommt das immer aus Amerika. Aber das entspricht überhaupt nicht der Realität. Ich meine, wenn man hier in Spanien wohnt zum Beispiel, dann kennt man wahrscheinlich die Sendung Espacio en Blanco auf dem spanischen Nationalradio, wo jede Woche, das ist eine der ältesten und meistgehörten Sendungen des Landes, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Spanien, ja, wo sie ständig über Sichtungen aus Spanien und aus Südamerika und sonst was berichten. Da spielt die amerikanische Ufologie so gut wie gar keine Rolle. Und dann gibt's noch die andere Sendung da von dem Kollegen da vom Fernsehen, wie hieß der denn noch? Iker Jiménez. Iker Jiménez berichtet auch jede Woche über irgendwelche Sachen, alles nur Spanisch. Ja? Also es ist der Eindruck, dass es immer nur in Amerika stattfindet, ist, weil ihr zu viel Fernsehen guckt, Leute. So, zu viel deutsches Fernsehen, guckt mal Spanisches oder so. Oder hier Christian, die Außerirdischen müssen eine Vorliebe für die USA und England haben, denn nur dort werden sie vorwiegend gesichtet. Woher weiß der Christian das? Dann sagt er, in England entführen sie scheinbar immer wieder Menschen für medizinische Untersuchungen. Deutschland bzw. den Rest Europas scheinen sie zu meiden. Woher weiß der das? Also ich meine, es gibt ja eben auch aus Deutschland Sichtungen. Aber wir reden ja gar nicht von Außerirdischen. Niemand weiß, ob es Außerirdische sind. Also seht ihr, das ist, wenn du gefangen bist in einem Netz von unzulässigen Vorannahmen und anthropozentrischen Projektionen und dann versuchst damit dir ein Phänomen zu erklären, was nach unseren Naturgesetzen einfach nicht möglich erscheint, dann gute Nacht, da kommst du nicht weit. Da verfängst du dich halt in solchen Widersprüchen und gibst irgendwann entnervt auf. Und so haben die das hier gemacht. Und dann kommen eben auch solche Sachen hier, wie zum Beispiel hier Maxim schreibt, warum stammen nahezu alle UFO-Sichtungen aus der Vergangenheit? Ja, aus der Zukunft können sie ja nicht stammen, ja. Er sagt aber hier, er bezieht sich auf den Fall Maurice Maes-Valensol 1965. Er sagt, seit gut 15 Jahren hat fast jeder ein Handy mit integrierter Kamera. Würden Außerirdische auf der Erde landen, dann gäbe es sicher längst Handyvideos, die im Internet viral gegangen sind. Genau das ist jedoch nicht der Fall. So, woher weiß der Maxim das? Hat er das gesamte Internet gescannt? War der schon mal auf TikTok? Und abgesehen davon gibt es ja Fälle von Landungen, die von offiziellen Stellen untersucht worden sind, wie zum Beispiel der Fall Valensol. Da hat sich die Polizei eingeschaltet, hat die Landesspuren polizeilich gesichert und die ganzen Akten sind auf der Webseite der staatlichen UFO-Forschungsbehörde in Frankreich zum Download verfügbar. Steht alles in meinem Buch drin. Oder der Fall Rendlesham Forest, wo auch Landesspuren gesichert worden sind und wo amerikanische Militärpolizisten betroffen waren und jede Menge von denen, also einige kriegen jetzt sogar eine Invalidenrente, weil sie der UFO-Strahlung zu nahe gekommen sind. Ja? Aber wir wissen nicht, ob es Außerirdische sind. Aber Maxim denkt halt, weil er das nicht erfahren hat aus dem Fernsehen oder aus welchen Medien auch immer er das sein Wissen über UFOs hat. Er glaubt eben, das ist das ausschließliche Wissen, was es dazu gibt. Und deswegen, weil er dort nichts davon gehört hat, gibt es das nicht. Und deswegen sage ich, das sind die Leute, die die Realität mit ihrem Fernseher verwechseln. Ja, dann gibt es dann noch die Anschwärzer. Das ist eine andere Kategorie. Das sind die sagen dann, ja, der Fleischer. Also wenn der als Koryphäe gilt, dann gute Nacht, ja. Und übrigens kann ich zur Thematik nach jahrzehntelangem Interesse nur noch eins dazu sagen, gähn. Ja, Stefan, du hast vielleicht die falschen Sachen gelesen. Ich würde mich jetzt übrigens auch niemals als Koryphäe bezeichnen. Also ich weiß, es gibt jede Menge sehr helle Köpfe, die sich mit dem Thema beschäftigen. So, dann schreibt noch einer hier, dieser Fleischer würde auch auf YouTube mit Videos über Teppichpflege zuschütten und Bücher über das Liebesleben von Hornissen schreiben, wenn er damit mehr Knete verdienen würde. Wer seine Videos kennt, weiß, dass dort nichts anderes verzapft wird als Blödsinn.
Also ich will mich jetzt hier gar nicht da großartig drauf einlassen auf die Diskussion dazu, aber ich will nur sagen, hey, wisst ihr was, wenn ich Geld verdienen wollte auf YouTube, dann würde ich das ganz anders machen. Ich gucke mir manchmal an, was meine Kinder auf YouTube gucken. Da gibt's Leute, da gibt's irgendwelche Kiddies, die filmen sich dabei, wie sie mit Wasserpistolen sich vollspritzen und hektisch zusammengeschnitten und so und machen dann noch Werbung für irgendwelchen Scheiß und dann haben die Millionen Aufrufe damit. Ich habe jetzt ein Video gesehen, wo irgendwie 18-Jährige sich in so einer großen aufblasbaren Bubble einschließen für 24 Stunden und sich da drin tödlich langweilen und halt so ein paar Witze machen hin und her, hihihi und so. 1,1 Millionen Aufrufe. Du fragst du dich, du musst dir überlegen, was du da für Werbeeinnahmen hast mit sowas, ja. Also wenn ich wirklich Geld verdienen wollte auf YouTube, dann würde ich das ganz anders machen. Ja, also wem es noch nicht aufgefallen ist, ich verzichte auf diese ganze Effekthascherei und ich weiß, wie das geht. Ich war mehrere Male beim YouTube-Studio in Berlin und so weiter und ich komme vom Fernsehen, ich habe sowas schon gemacht. Ich weiß, wie man Videos macht, wie man Videos so schneidet, dass sie möglichst viel Effekt haschen und ich verzichte bewusst in meinen Videos auf Effekthascherei. Dann gibt's natürlich auch noch diejenigen, die sagen hier, einer schreibt, mit wachsender Irritation habe ich den Artikel gelesen. Was dort präsentiert wird, ist kein Beitrag zur Aufklärung, sondern ein Paradebeispiel für unredliche Plausibilisierung durch Andeutung. Und jetzt kommt hier ein Text, der mich vom Duktus her irgendwie an diese Antifa-Leute erinnert, die irgendwie so wettern gegen Leute mit Anschuldigungen, die sie dann aber gar nicht belegen. Und zwar sagt er hier, der im Text zitierte Ufologe Robert Fleischer wird als seriöser Akteur inszeniert, obwohl seine Aussagen seit Jahren auf spekulativen Behauptungen, selektiver Wahrnehmung und der gezielten Verwischung kategorialer Grenzen beruhen. Wer ungesicherte Gerüchte, Anekdoten und atmosphärische Andeutungen als Hinweise verkauft, betreibt keine Wissenschaftskommunikation, sondern Narrativpflege. Dass ein solches Vorgehen in Ihrem Artikel unwidersprochen bleibt, ist bedauerlich. Aber ich würde trotzdem noch mal kurz sagen, also wer sich die Videos auf Exo Magazin TV anguckt, wird feststellen, dass ich ein Faible habe, dafür mit Wissenschaftlern zu reden. Es gibt jede Menge Interviews mit Wissenschaftlern, Professoren, Doktoren, mit Astronomen, mit Psychologen, mit Militärjet-Piloten, die das selber gesehen haben und so weiter, mit Militärgeheimdienstlern und so weiter. Was ist denn da jetzt spekulative Behauptung und selektive Wahrnehmung? Und wo ist die gezielte Verwischung von kategorialen Grenzen? Ungesicherte Gerüchte, Anekdoten und so weiter. Also wenn man sowas sagt, finde ich, sollte man auch wirklich nachweisen, was er damit meint. Ich bin offen für jede Kritik, die objektiv mir nachweist, dass ich irgendwas Falsches gesagt habe. Und hey, ich bin auch nur ein Mensch. Natürlich passieren mir Fehler, aber wo sind die denn? Bringt mir das doch mal bitte, statt das hier einfach so zu sagen. Aber es gibt unter den Kommentaren, unter dem Weltartikel auch echte, also die wahren Wissenschaftler, die wahren Naturwissenschaftler, die sich auch geäußert haben. Und die sind aber, und das entspricht aber übrigens auch genau meiner Erfahrung, wenn du mit solchen Leuten selber redest, mit den Wissenschaftlern, die sich auskennen mit dem Thema, die sich wirklich damit beschäftigt haben, also mit den informierten Wissenschaftlern. Nicht mit denen, die irgendwann mal als Biologe zum Beispiel irgendwann mal so ein bisschen Physik hatten und sagen, ja, das ist wegen der Lichtgeschwindigkeit ausgeschlossen, sondern redest du mal mit Biologen, die sich mit Gehirnschäden durch UFO-Strahlung beschäftigt haben, wie Gary Nolan zum Beispiel von der Stanford University, ja, oder die sich mit alternativen Realitätskonzepten und sowas beschäftigen, oder selbst mit Physikern, die sich mit diesen Radaraufnahmen auseinandergesetzt haben. Professor Karl Swozil von der Uni in Wien zum Beispiel, ja, das sind Leute, mit denen man wirklich mal über sowas reden sollte. Und wenn du dich mit solchen Wissenschaftlern unterhältst, stellst du fest, die sind wirklich viel offener für das Thema, weil sie merken, hey, also erstmal haben die Wissenschaft, das ist ihre DNA, und die wissen das in der Wissenschaft, dass da nichts klar ist. Die Wissenschaft ist ein ständiger Wettstreit um das Neue, um zu verstehen, wie es wirklich ist. Und so schreibt also hier ein User mit dem Namen Brigitte Bardot, schreibt, ich als MINT-Hochschullehrer, also als naturwissenschaftlicher Hochschullehrer in Rente,
bin geschockt über die vielen arroganten, lächerlich machenden Kommentare anstatt einer wirklichen Auseinandersetzung mit dem Thema. Es geht ja nicht darum, ob ein Lavendelbauer schon morgens betrunken war oder ein paar extra Sterne, die jemand sich bewegen sah, real waren. Es wäre auch für die Wissenschaftsnation Deutschland sehr wünschenswert, über das persönliche Überzeugungswissen hinaus Dinge in Frage stellen zu können. Das sehe ich nämlich genauso. Zum Beispiel, was ist eigentlich mit Quanten? Wie funktioniert das? Geht Computing mit Lichtgeschwindigkeit? Ist Licht jetzt eigentlich Welle oder Teilchen? Ja, von den tausenden Studenten, die vor mir saßen mit Abitur, waren mehr als 90% unwissend darüber. Sie waren erstaunt, dass Licht eine Welle ist, wenn man seinen Wellencharakter nachweisen will, und ein Teilchen, wenn man sich den Teilchencharakter anschaut. Dunkle Materie, schwarze Löcher. Die Erklärungen, die es da gibt, sind dankenswert, passen auch in unser derzeitiges Weltbild, aber im Grunde ist es ja andersherum. Man beobachtet etwas und bastelt dann aus dem eigenen Bekannten eine Theorie, warum das so ist. Genau. Und das ist auch der Grund, warum die Leute sich aus ihrer eigenen sehr lückenhaften Realitätsvorstellungen über die UFOs da ihr eigenes Konzept zusammenbasteln. Warum das alles nicht gehen kann, weil sie nichts darüber wissen. Wo ist sie eigentlich, die einheitliche Feldtheorie? Ja, also die Verbindung zwischen der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenphysik. Wo ist das überhaupt? Woher wollen wir wissen, dass die Lichtgeschwindigkeit tatsächlich die maximale Geschwindigkeit im Universum ist? Woher wollen wir wissen, vor 300 Jahren wusste die Menschheit noch beinahe nichts über elektrischen Strom, dass es jetzt nicht weitere, bisher unbekannte Effekte gibt? Genau. Wir wissen es nicht. Überhaupt zu wissenschaftlichen Modellen, sagt er. Wer ein bisschen mehr weiß, weiß, dass er nichts weiß. Und unser physikalisches Wissen in vielen Fällen darin besteht, Modelle zu erstellen, die der Empirie nicht widersprechen. Das ist nämlich genau der Punkt. Man bastelt sich das so, dass es möglichst ins Bild passt. Deswegen sagen die Wissenschaftler auch unter sich, in der Wissenschaft bewegt sich nur was voran, wenn irgendwo ein Stuhl frei wird. Es ist vielleicht ein bisschen hart, aber so war das damals, als ich an der Uni war. Natürlich ist ein Elektron kein Stück Materie, das man, hätte man eine ausreichend kleine Hand, in die Hand nehmen könnte und das elektrisch negativ aufgeladen ist. Von wem ist das übrigens negativ aufgeladen? Und warum verliert es seine Ladung nicht? Und dann schreibt er, einfach kindisch abbürsten, was uns weiterbringen könnte, bringt nichts. Und das sehe ich nämlich genauso. Wir müssen uns halt gerade mit diesen abweichenden Sachen beschäftigen, mit den Dingen, die wir nicht verstehen. Das ist ja gerade das, was die Wissenschaft voranbringt. Und jetzt haben wir hier ein Phänomen, das weltweit dokumentiert ist, seit Jahrzehnten, wenn man es genau nimmt, eigentlich schon seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar noch länger. Und das sich mit unseren Naturgesetzen nicht erklären lässt. Aber es gab Zeiten, dann hat man sich sowas eben als irgendwie den Eingriff Gottes oder irgendwie sowas erklärt. Ja? Also man hat es eben immer anders gedeutet, je nachdem, welche Kultur gerade vorgeherrscht hat. Und das bedeutet, dass wir jetzt wirklich durch dieses Phänomen eigentlich die Chance haben, was echtes Neues über uns selber dazuzulernen und über die Welt, in der wir leben, was das hier überhaupt alles soll. Ja? Also ich denke, wenn ich mir diese ganzen Kommentare angucke unter diesem Artikel, da ist noch ein ganz schöner, langer Weg vor uns. Und das macht mich natürlich auch ein bisschen, so unter uns gesagt, ein bisschen pessimistisch, ob ich das Buch, was ich mir jetzt vorhatte, rauszugeben, 2026, ob ich das jetzt überhaupt schon veröffentlichen kann oder ob ich nicht erst noch ein bisschen mehr Grundlagenarbeit leisten sollte. Aber darüber muss ich noch ein bisschen nachdenken. Was jetzt auf jeden Fall 2026, glaube ich, passieren wird. Also wir haben jetzt 2025 gesehen, dass sich extrem viel getan hat. Also wir haben gesehen, dass an der Universität, wir haben zum Beispiel gesehen, dass an der Universität Würzburg das IFEX, das interdisziplinäre Forschungszentrum für Extraterrestrik von Professor Hakan Kayal, dem Raumfahrtingenieur, ein großes Symposium gemacht hat, 2 Tage, eigentlich fast, also 2,5 Tage würde ich sagen, wo sich auch Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern getroffen haben, um ernsthaft darüber zu diskutieren. Deutschland ist eines der ganz wenigen Länder, wenn nicht das einzige, wo die Universität sich mit sowas beschäftigen kann und ganz klar sich mit UAP und nichtmenschlicher Intelligenz beschäftigt. Und in Deutschland haben wir jetzt auch 2025 gesehen, arbeitet jetzt zum ersten Mal eine offizielle Behörde, nämlich das Luftfahrtbundesamt, ganz offiziell mit der Universität Würzburg zusammen. Falls Piloten UAP-Sichtungen melden, werden die an die Universität Würzburg weitergeleitet, an dieses IFEX, ja, also an die
an das Forschungszentrum für Extraterrestrik von Professor Kajal. Das ist super. Das gibt's, glaube ich, in Europa nicht nochmal, wenn es das überhaupt noch irgendwo gibt. Also da können die Deutschen eigentlich stolz auf sich sein, dass sie sowas haben. Und wir haben also auch gesehen, ich meine, durch das Soll-Symposium, wir haben es gesehen durch die Landesverteidigungsakademie in Wien und so weiter, dass eben immer mehr Institutionen sich ganz ernsthaft mit diesem Thema beschäftigen und das auch wirklich einfach anerkennen, dass es ein echtes Thema ist. Und darum ist es, glaube ich, nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt, wenn ich sage, dass sich auch 2026, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, dass sich also immer mehr Institutionen wissenschaftlich, staatlich, militärisch, sozial und auch religiös und wirtschaftlich, so wie das bis jetzt auch schon gewesen ist, aber immer mehr davon sich mit diesem Thema beschäftigen werden, weil das Thema eben immer mehr in das Zentrum des öffentlichen Diskurses gerät. Das ist eben einfach so, das ist ein langer Prozess. Es wird nicht so sein, dass ein US-Präsident sich hinstellt und sagt, ach übrigens, hier, da habe ich euch was zu sagen, hier, wir sind nicht alleine und so. Sondern das ist ein jahrzehntelanger Prozess und da wird 2026 definitiv weiter fortgeführt. Natürlich auch geht es da um viel Geld. Nationale Sicherheit, es werden ganze Märkte geschaffen für den militärisch-industriellen Komplex, der dann natürlich sagt, ja, wir müssen da aufpassen, dass wir hier nicht zu viel Geld der militärisch-industrielle Komplex, der dann sagt, wir müssen diese ganzen Drohnensituationen unter Kontrolle kriegen, wir müssen das überwachen und so weiter. Und das ist auch der Grund, warum Fabio De Masi davor gewarnt hat, in dem Interview, was ich mit ihm gemacht habe, dass das Thema den Militärs und Geheimdiensten überlassen wird. Das Thema muss eben wirklich auch von der Politik behandelt werden und ganz ernsthaft diskutiert werden. Und von diesem Stigma befreit werden. Das ist wichtig, weil sonst stehen wir hier dann da und es wird uns als eine große Bedrohung verkauft, was aber schon die ganze Zeit mit uns hier auf dem Planeten existiert. Das ist meine Meinung dazu. Dann natürlich, was auf jeden Fall zunehmen wird, ist auch zunehmend der Kampf um die Deutungshoheit. Ja, womit haben wir es ja eigentlich zu tun? Also es wird auch viel mehr Pro- und Kontra-Argumente geben. Sind es die Russen? Sind es die Chinesen? Ist es ist es eine öffentliche Auseinandersetzung? Ich bin gleich fertig. Sekunde. Öffentliche Auseinandersetzung mit dem Thema wird zunehmen und wird immer härter werden. Also sowohl auch die Diskussion um, ist das jetzt hier wirklich ein UFO oder wer sind jetzt hier die Akteure, die auf dem Feld sich überhaupt tummeln? Ja, sind die überhaupt ernst zu nehmen? Also solche Ad hominem-Attacken gegenüber Leuten wie mir, denke ich, könnten auch zunehmen. Und natürlich gegenüber Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigen. Und all das gehört aber eben zu diesem Prozess dazu, der da läuft, langsam und unbeobachtet im Hintergrund, so wie das Tier hier im Hintergrund sich gerade auf mich langsam zuschleicht. Das sind Sachen, das passiert eben, der Zeitgeist ist ein zähes, müdes Ding und es dauert lange, bis sich das drum gesprochen hat, dass es hier was Neues, was Faszinierendes, was Aufregendes gibt. Und das ist aber alles wichtig, weil diese Auseinandersetzung, dieser Kampf um die Deutungshoheit, diese zunehmende Aggression im Thema, die Polarisierung, die wir 2026 erleben werden, ist wichtig, damit das Niveau der Diskussion auch angehoben wird. Wissenschaftlich, dass das wissenschaftlich besprochen wird, weil ich bin kein Wissenschaftler. Meine Aufgabe ist, auf das Thema aufmerksam zu machen, die Leute zusammenzubringen, die darüber reden können und die schlau genug sind, um sich darüber eine Meinung zu bilden, was das sein könnte. Denn ich habe auch keine Ahnung, was es ist. Nach wie vor. Aber davon eine ganze Menge. Also, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2026 und alles Gute und wir sprechen uns bald wieder. Ist das kalt geworden. Bis dann.